Moin, moin und herzlich willkommen bei Santory. Schön, dass du hier bist. Ja, heute möchte ich euch ein ganz wundervolles, aber auch spezielles Nischenparfum vorstellen, nämlich Rudis der Nischenmarke Nobile 1942. Ja, und wir starten wie immer mit der Flakon-Präsentation. Heute gibt es auch ein bisschen was zu zeigen. Ja, schaut euch dieses tolle Design an, also trifft meinen Geschmack zu 100%. Es ist halt mal was komplett anderes. Hier an der Seite haben wir das Logo, hier hinten ein paar Badge-Informationen. Das Glas ist übrigens hochwertig und auch schwer und massiv. Dann haben wir hier unten ja eine Badge-Information. Hier oben haben wir den Deckel, der unschwer zu erkennen eben aus Holz ist. Sieht nicht nur optisch ansprechend aus, sondern hat auch eine Maserung, also liegt richtig angenehm in der Hand, also hat auch eine tolle Haptik. Ja, hier seht ihr nochmal das Innenleben vom Deckel. Der Zerstäuber ist auch gut. Hier oben seht ihr das Logo eingraviert. Sieht alles wirklich schick aus und wirklich hochwertig verarbeitet. Also wie gesagt, trifft meinen Geschmack zu 100%. Dann möchte ich euch auch auf jeden Fall nochmal die Verpackung zeigen, beziehungsweise wir starten hier mit der Karte, die der Verpackung beiliegt. Da gibt's ein paar Informationen zu der Marke und zu dem Parfum, also sieht ganz schick aus. Ja, und die Verpackung beziehungsweise die Schatulle, die sieht wirklich einmalig aus. Also schaut selbst her, das ist tatsächlich auch Leder. Es wurde in Zusammenarbeit mit italienischen Kunsthandwerkern entworfen. Das riecht auch nach Leder. Dann hat das auch so eine wachsähnliche Haptik. Also es fühlt sich ganz besonders und hochwertig an. Also wie gesagt, einmaliges Design, finde ich ganz große Klasse. Ja, und bei aller Euphorie für die tolle Verpackung, für den tollen Flakon geht es natürlich primär immer um den Inhalt, immer um die Duft-DNA. Ich blende euch auch schon mal die Duftnoten ein. Ja, Rudis ist ein ganz außergewöhnliches Parfum. Ja, also die Mainplayer sind hier Leder, getrocknete Früchte, Weihrauch und Rose. Ich muss aber sagen, dass ich nicht finde, dass die Ledernote zu präsent ist. Natürlich ist es ein ledriges Parfum, aber ich hatte jetzt schon öfter gelesen, dass die Ledernote ja so intensiv ist. Das empfinde ich nicht so. Man riecht Leder heraus, aber die Note ist nicht zu präsent. Denn wenn Leder halt sehr, sehr intensiv ist, dann ist es ja gefühlt eben nur ein Lederparfum und das ist hier in Rudis meiner Meinung nach anders. Denn wir haben hier tatsächlich eben getrocknete Früchte. Also es sind keine frischen, keine spritzigen Früchte, sondern es sind wirklich getrocknete Früchte. Ich finde tatsächlich auch, dass man das herausriecht, als ob die Früchte eben auch schon so ein bisschen gegärt sind, Alkohol gezogen haben. Also es ist so tendenziell auch so eine leichte alkoholische Note mit dabei. Dann haben wir auch noch eine starke rauchige Note, also ihr müsst tatsächlich so rauchige Parfums mögen. Das kommt hier eben vom Weihrauch. Und dann rieche ich tatsächlich auch eine richtig angenehme und feine Rosennote heraus. Es ist kein rosendominiertes Parfum, aber für mein Empfinden, ja, schwingt immer so eine richtig angenehme Rosennote mit. Und wir haben zum Beispiel auch noch eine Gewürznelke, die dem Ganzen auch nochmal so eine, ja, Würzigkeit, so eine Aromatik mit sich bringt. Also wirklich eine außergewöhnliche Duftkomposition. Ja, die Haltbarkeit ist außergewöhnlich, also es hält den ganzen Tag, also ich würde sagen Minimum 10 bis 12 Stunden. Die Sillage ist überdurchschnittlich intensiv, also vor allem so die ersten 4, 5 Stunden strahlt das Parfum also wirklich ordentlich ab. Und im tiefsten Drydown, also so wirklich nach 9, 10, 11 Stunden, bleibt für mich tatsächlich auch nur, in Anführungsstrichen, so eine Rauchigkeit und so eine feine Ledernote übrig. Also da rieche ich nicht mehr allzu viel von diesen Früchten, auch nicht mehr von der Rose oder von der Nelke, sondern das ist dann für mich wirklich so ein rauchiges, leicht ledriges Parfum. Ja, also zusammengefasst ein wirklich sehr außergewöhnliches Parfum, also besorgt euch definitiv erstmal eine Abfüllung. So eine DNA muss man mögen. Ja, und das soll es dann auch für heute gewesen sein. Du kannst ja gerne mal kommentieren, ob du die Marke oder vielleicht sogar dieses Parfum kennst. Dann sage ich danke, dass du hier warst. Bleib gesund, bis zum nächsten Mal.